Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen leckeren Schokoladen-Steppdeckenkuchen mit Bananen. Ich glaube, das ist ein richtig leckeres Rezept. Und zwar besteht der aus einem lockeren, fluffigen Schokorührteig und einer super leckeren Pudding, Schokoladencreme und natürlich den frischen Bananen, die mit in die Creme gegeben werden bzw. auf den Boden gelegt werden. Ja, und was ihr dafür benötigt, das zeige ich euch jetzt. Für den Schokoladenrührteig benötigt ihr 440 Gramm Zucker, 6 mittelgroße Eier, ich nehme immer Bio-Eier, 240 Milliliter Wasser, 240 Milliliter Öl, dann nehme ich neutrales Pflanzenöl, 480 Gramm Mehl, 80 Gramm Kakaopulver und 2 Packungen Backpulver. Für die Vanillecreme, die obendrauf in Rautenmuster gespritzt wird, benötigt ihr Quark, und zwar 350 Gramm, ein mittelgroßes Ei, 5 Esslöffel Zucker oder Puderzucker und ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Für die leckere Schokoladenbuttercreme benötigt ihr insgesamt 700 Milliliter Milch, am besten also 1 Liter da haben, 500 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, 2 Packungen Schokoladenpuddingpulver, 2 Esslöffel Stärkemehl, das sind ungefähr 50 Gramm, 4 Esslöffel Puderzucker oder Zucker und wir benötigen für die Füllung noch 5 Bananen. Das sind jetzt unsere Zutaten und jetzt können wir loslegen. Als erstes heizen wir uns den Ofen auf 180 Grad Umluft vor, denn beide Bleche werden nachher gleichzeitig gebacken. Also erstmal kommen die 440 Gramm Zucker in unsere Rührschüssel. Dann geben wir uns die 6 Eier dazu und schlagen das Ganze erstmal miteinander cremig. Und wenn die Masse so schön cremig geschlagen ist, das kann gut und gerne 10 Minuten dauern, dann kann man schon das Wasser und das Öl hinzufließen lassen, am besten nach und nach und am Schluss Mehl, Kakao und Backpulver unterrühren. Die Masse sollte schon ordentlich lang geschlagen werden, so ungefähr 5 bis 10 Minuten, je nach Maschine. Mit dem Rührgerät am besten wirklich 10 Minuten rühren. Ich weiß, dann fällt einem der Arm ab, aber damit es einfach schön standfest und fluffig wird, ist das schon notwendig. Und jetzt können wir uns das Öl und das Wasser hinzufließen lassen. Die Maschine dazu einfach auf mittlerer Stufe laufen lassen und dann Wasser und Öl einfach dazu fließen lassen. Jetzt gebe ich mir schon mal das Backpulver in mein Mehl hinein, 2 Tütchen, und vermische das einfach schön. Auf diese Weise kommt noch ein bisschen Luft ins Mehl. Genauso jetzt den Kakao noch unterrühren. Einfach so lange, bis alles schön gleichmäßig vermischt ist. Vielleicht noch eine Prise Salz, wäre auch nicht verkehrt, hinzugeben. Und jetzt können wir uns das Ganze hier über unsere Masse sieben. Am besten vielleicht so in 2 Abteilungen. Erstmal unterheben jetzt. Immer so von außen nach innen und den Rest noch dazugeben. Und auch den noch unterheben. Und da braucht man wirklich eine große Schüssel. Oder man muss das Ganze in 2 Portionen machen. Nur so lange unterziehen, das Mehl, bis alle Mehlnester verrührt sind. Und dann gleich aufhören zu rühren. So, und jetzt habe ich hier meine beiden Bleche schon vorbereitet. Wie gesagt, Backpapier auf jedes. Hier auf das nicht so hohe Blech habe ich einen Backrahmen gestellt, damit einfach nichts rausläuft. Und jetzt sollte der Teig möglichst gleichmäßig auf die beiden Bleche verteilt werden. Ich schütte jetzt erstmal hier drauf, die Hälfte ungefähr. Und dann hier noch die andere Hälfte. Das Ganze natürlich jetzt noch glatt streichen. Je gleichmäßiger, desto schöner werden nachher dann die Platten. Aber wenn es nicht 100% hinhaut, ist auch nicht schlimm, dann kann man die Ränder auch abschneiden. Genauso hier. Der Rührteig schmeckt sehr lecker. Jetzt müssen wir uns noch den Vanilleteig herstellen und dazu benötigen wir jetzt die Zutaten, die ich euch schon gezeigt habe. Und das werden wir miteinander verrühren und dann in einen Spritzbeutel füllen und dann steppdeckenartig auf den oberen Boden aufspritzen, damit einfach dieser Effekt dann entsteht. Denn der ist etwas schwerer, der Teig, und dann sinkt er einfach ein und dadurch entstehen diese schönen dunklen Kissen am Ende. So, jetzt brauchen wir den Quark in einer Schüssel. Dazu geben wir einfach das Vanillepuddingpulver
und den Zucker und das Ei. Und schlagen das Ganze miteinander auf. Und wenn sich eine schöne Creme ergeben hat, dann kann das Ganze in einen Spritzbeutel mit Lochtülle gefüllt werden und schon aufgespritzt werden. Am besten ist es, den Spritzbeutel vorne hier so ein bisschen zu verschließen, indem man das einfach hier reinstopft. So, und dann läuft auch unten nicht sofort was aus. Und jetzt kann das Ganze hier im Rautenmuster aufgespritzt werden. Natürlich möglichst gleichmäßig, ist gar nicht so einfach. Ja, so sieht es jetzt aus. Die Masse war bei mir jetzt etwas zu flüssig. Guckt einfach, dass ihr das Ganze so anmischt, dass ihr nicht das Gefühl habt, es fließt euch raus. Vielleicht auch weniger lang schlagen, also einfach nur kurz verrühren, vielleicht auch gar nicht mit dem Rührgerät, sondern einfach nur mit der Hand oder mit dem Quirl verrühren, also mit dem Spatel oder mit dem Quirl verrühren. Denn durch das Aufschlagen kann es halt sein, dass der Quark seine Festigkeit verliert und dann wird die Masse halt so schwierig zu handeln und verläuft so auf dem Kuchen. Das wollen wir ja nicht. Meine beiden Bleche können jetzt für 30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen und zwar gleichzeitig. Und ja, dann nachher sehen wir uns wieder und schauen mal, wie das daraus geworden ist. Die beiden Böden sind fertig und sehen richtig schön aus. Richtig klasse, total schön aufgegangen. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht. Jetzt müssen die beiden Böden erstmal auskühlen und dann können wir uns an den Pudding machen, zum Füllen und zum Fertigstellen. Ihr könnt natürlich den Pudding, den wir uns jetzt kochen müssen, auch während die Böden backen schon vorbereiten. Dann kann der Pudding mit abkühlen, während die Böden abkühlen und dann könnt ihr dann im Anschluss direkt weiterarbeiten mit der Puddingbuttercreme und das Ganze füllen und fertigstellen. Bei mir waren jetzt die Böden über Nacht zum Auskühlen. Ich koche mir jetzt den Pudding. Hinten auf dem Herd erhitze ich mir jetzt die 500 Milliliter Milch mit dem Zucker und hier werde ich mir jetzt vorne die restlichen 200 Milliliter Milch mit dem Schokoladenpulver und der Stärke vermischen und dem restlichen Zucker und dann kann ich das nachher einrühren und dann entsteht mein Pudding. Hier haben wir jetzt die restliche Milch und das Schokoladenpuddingpulver und die Stärke und die gebe ich jetzt einfach hier mit dazu und verrühre das gerade miteinander. Einfach, dass es wirklich schön klumpenfrei verrührt ist und dann kann ich es in die heiß gewordene Milch mit einrühren und dann entsteht auch schon mein Pudding. Einfach gerade dazugeben und unterrühren. Das Ganze jetzt unterrühren, aufkochen. Sobald der Pudding dann kocht, kann man ihn eine Minute ungefähr kochen lassen. Sobald er angedickt ist, kommt er dann runter vom Feuer und darf auskühlen. Ja, so schön dick und schokoladig sieht er jetzt aus. Ich lasse das Ganze jetzt abkühlen. Das könnt ihr natürlich auch über Nacht machen. Wenn ihr jetzt die Böden auch über Nacht abkühlen lasst, dann habt ihr ja gar keinen Stress, keinen Ärger damit. Das Ganze ist am nächsten Tag fertig zum Füllen und ja, so ist es arbeitstechnisch vielleicht am besten. Als nächstes werden wir uns jetzt die Butter, die 500 Gramm weiche Butter mit dem Puderzucker oder Zucker zu einer Buttercreme schlagen. Einfach mit dem Handrührgerät oder mit der Rührmaschine, egal. Und nachher dann den abgekühlten Pudding darunter geben. So haben wir uns dann unsere schöne Pudding-Buttercreme hergestellt. Wichtig ist, dass die beiden Zutaten auf jeden Fall dann gleiche Temperatur haben. Das heißt, unser Pudding muss unbedingt erst abkühlen. Ansonsten wird es nichts und die Puddingcreme wird zu flüssig oder gerinnt. Also am besten gucken, dass wirklich beides auf Zimmertemperatur kommt und dann könnt ihr es miteinander verbinden. Die Butter sollte wirklich so lang geschlagen werden, bis sie richtig schön die Farbe verändert hat, von gelblich zu weißlich. Und dann könnt ihr euch den abgekühlten Pudding unter die Buttercreme geben. Also einfach hinzugeben und miteinander verrühren. Ab und zu mal hier an den Seiten runterkratzen, damit auch wirklich alles schön verrührt wird. Natürlich geht das auch in der Küchenmaschine. Da geht es auch einfacher und dann hat man es nicht so kompliziert. Aber ich will es auch für die Leute zeigen, die jetzt keine große Küchenmaschine haben. Ja, und das Ganze so lange verrühren, bis eine schöne Buttercreme entstanden ist. Puddingbuttercreme mit leckerem Schokoladengeschmack. Und jetzt können wir uns auch die beiden Böden schon füllen. Bei mir sind jetzt noch Mini-Stückchen im Pudding drin gewesen. Wer das vermeiden will, der kann einfach den Pudding noch durch ein Sieb streichen. Jetzt können wir uns auch schon die Hälfte der Creme hier auf den untersten Boden geben. Ich habe einfach den Rahmen drum gelassen, dann ist es leichter, das Ganze so richtig schön gerade zu kriegen. Die Hälfte einfach deswegen, weil ich dann noch die Bananenhälften ja drüber legen will und dann wird das Ganze gleichmäßiger, beziehungsweise die Bananen müssen wir natürlich noch abdecken mit der zweiten Hälfte. Schön verstreichen. Und ihr seht, bei mir ist die Creme nicht ganz glatt geworden. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich zu ungeduldig war und dass ich den Pudding nicht durch ein Sieb gestrichen habe. Das könnt ihr ja dann zu Hause besser machen. Die Creme lässt sich am einfachsten mit einer Teigkarte verstreichen oder mit meiner geliebten Palette. Das würde auch gehen. Und jetzt können hier die Bananenhälften drauf.
Ich habe jetzt noch 2 weitere Bananen gebraucht. Es liegt einfach an der Größe der Bananen. Wenn ihr richtig große Bananen habt, dann kann das mit 5 auch reichen. Aber ich habe jetzt 7 gebraucht, weil meine etwas kleiner sind. Und jetzt kann der Rest der Creme noch drüber gegeben werden. Und den streichen wir uns dann wieder darüber glatt. Jetzt können wir uns die Platte auf den Kuchen gleiten lassen. So sieht es jetzt aus. Jetzt können wir uns den Rahmen abmachen. Ihr könnt den Kuchen auch zwischendurch noch in den Kühlschrank stellen, damit die Buttercreme schön fest wird. Und dann erst den Rahmen abmachen. Das geht natürlich auch. Wer jetzt ein bisschen Zeit hat, der sollte den fertig gefüllten Kuchen unbedingt noch etwas kalt stellen, damit die Creme einfach fester werden kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal einige Schnitten für euch verkosten und deswegen schneide ich mir das Ganze schon mal durch. Und jetzt können wir uns die Stücke auch auf die Servierplatte geben. So lecker sieht es aus und es kommt jetzt bei mir auf die Platte. Jetzt nehme ich noch ein großes Stück raus, das ihr sehen könnt. Wir beide sind wieder da und dürfen probieren. Nachher die anderen auch natürlich, aber die kommen erst später nach Hause. Junchen, das ist ein Steppdeckenkuchen mit Bananen. Übrigens, wenn ihr das Ganze um die Hälfte reduziert, könnt ihr auch einfach eine ganz normale 26er Springform damit machen. Also eine runde Torte quasi. Wir probieren mal für euch, ob sie auch schmeckt. Schmeckt sehr bananig, sehr schokoladig. Ich finde, der untere Boden könnte getränkt sein mit irgendwas. Vielleicht mit einem einfach Sirup, mit einem Vanillesirup. Ich finde ihn ein bisschen trocken, vielleicht habe ich ihn auch zu lang gebacken. Ich finde auch insgesamt das Verhältnis von Teig zu Creme würde ich etwas anders machen. Das heißt, ich würde nur einen Boden backen und oben diese Quarkschicht drauf machen und das Ganze dann teilen, weil dann im Verhältnis einfach viel mehr Creme zum Boden wäre. Ich schreibe euch das alles auf den Blog, wie ich das Rezept nach meinem Ermessen verändern würde. Aber ansonsten ist es ein sehr leckerer Kuchen und ja, probiert es einfach mal aus. Das war der leckere Schokoladen-Steppdeckenkuchen mit Bananen. Das Originalrezept ist übrigens von Leckerschmecker. Dort habe ich es zum ersten Mal gesehen. Super gut und super lecker. Und ja, viel Spaß beim Nachbacken euch. Und wir sehen uns nächsten Sonntag hier wieder um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut. Tschüss!